Ja, Gott zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Ja, ich habe sehr viele Nachrichten von euch bekommen und immer eine große Bitte, nämlich doch endlich einmal ein Video zu machen, weil ich auf der einen Seite behaupte, die Bibel, die wir haben, ist gefälscht und auf der anderen Seite zitiere ich sie und stütze unsere Aussagen auf die Bibel. Und um dieses Missverständnis jetzt endlich einmal auszuräumen, gibt es wahrscheinlich 2 Videos. Mit einem schaffen wir es sicher nicht, drum ich starte gleich los. Ich hole ein bisschen wieder aus, damit wir den Blick besser haben von oben, nämlich herab. Es ist doch so, dass die Menschen oder viele beurteilen nach ihrem eigenen Erfahrungs- und Erkenntnisstand. Aber die Frage ist, vielleicht stimmt das ja gar nicht, dieser Wissensstand, den ein Mensch hier hat. Ich möchte ein paar Sprichwörter dazu zitieren. Ihr kennt alle das Sprichwort Scheuklappen aufhaben, ja? Die Scheuklappe oder eine Scheuklappe ist am Kopf von einem geschirrten Pferd angebrachte, das sind so Lederplatten oder Leder, ja, so Plättchen halt, damit der Blickwinkel des Pferdes eingeengt wird und dass es nur nach vorne blicken kann. Ja? Und damit die Vorgänge, die neben ihm oder neben seinem Kopf passieren, dass das Pferd dadurch nicht abgelenkt wird oder vielleicht scheu gemacht wird. Ja? Übertragen heißt das stur, ja, nur eine Meinung haben, stur bei dieser einen Meinung bleiben und die Augen vor der Realität verschließen, um vielleicht ein Erschrecken zu vermeiden. Das nächste Sprichwort, über den Tellerrand schauen. Man sitzt vor einem Teller und sieht nur den Inhalt. Aber wenn man einmal über den Tellerrand blicken würde, naja, dann würde man mehr sehen. Das heißt, über den Tellerrand blicken, dass man das nicht macht, das heißt so viel, dass es eine begrenzte Sichtweise ist und wird metaphorisch für geistige Einschränkung gleichgesetzt. Das heißt, man ist nicht offen für Neues, für Ungewohntes. Ja? Man hat keinen weiten Horizont, man ist egozentrisch. Das nächste Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Da ist was Neues da, ja. Es ist interessant, dieses Sprichwort geht zurück. Also es bedeutet, dass jemand etwas Neuem nicht aufgeschlossen ist und bevorzugt das, was ihm vertraut ist. Ja, das ist ein grobes Sprichwort und stammt aus der Zeit, wo noch die bodenständigen Menschen sich vorwiegend von dem ernährten, was sie im Schweiße ihres Angesichts eigenhändig von der Erde abgewannen. Ja, und der Wortsinn übertrug sich eben später dann auf Situationen, in denen Menschen, sei es aus Vorsicht oder sei es aus Unkenntnis oder sei es bewusst, ja, ich setze da mal in Klammern Pharisäerstolz, etwas Unbekanntes ablehnen. Ja, man ist dem Neuen gegenüber nicht empfänglich, man ist konservativ, man hält fest am Bestehenden, an der Tradition, an der Überlieferung. Ja, Überlieferung werden wir gleich anschauen. Und nicht nur wir haben damit zu kämpfen, mit den Menschen, die an diesen Überlieferungen festhalten, sondern das war schon zur Zeit Jesus so. Ja? Matthäus 15, Vers 6. Ihr macht das Wort Gottes ungültig um eurer Überlieferung willen. Ja? Und dann heißt es weiter im Vers 9, vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Ja? Das ist eben eine vorgegebene Sache, ein Lehrinhalt. Das heißt auch etwas mit Autorität vorgeben oder gebieten. Wir werden dann gleich schauen, wo das zutrifft. Ja, und diese Überlieferungen, von denen wird gewarnt. Ja? Kolosser 2,8, seht zu, dass euch niemand einfängt durch die Philosophie und Lehrenbetrug der Überlieferung der Menschen. Hoffnung für alle übersetzt es so, passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. Das alles haben sich Menschen ausgedacht. Aber hinter ihren Gedanken, da stehen dunkle Mächte. Und die NGÜ, die Neue Genfer Übersetzung, macht das so. Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen. Ja, das heißt, das sind Prinzipien, die sind von Menschen vorgegeben und die werden, so wie sie vorgegeben sind, befolgt. Ja. Und wir kennen einen Eiferer in der Bibel, der auch
ganz genau an diesen Überlieferungen festgehalten hat und andere streng verurteilt hat, gefoltert hat, ja sogar zu Tode gebracht hat, weil sie nicht an seine Überlieferung geglaubt haben. Ja? Das ist der Paulus gewesen. Ja? Und er sagt, ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eifer. Andere übersetzen, ich war ein besonderer leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferungen meiner Väter. Hoffnung für alle übersetzt, mit aller Kraft trat ich dafür ein, dass die überlieferten Vorschriften unserer Väter buchstabengetreu erfüllt werden. Ja. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Ein Wort, Orthodoxie. Orthodoxie beansprucht, die Wahrheit schlechthin zu haben. Ja, und diese Idee der Rechtgläubigkeit entstand schon in den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche mit ihren Synoden, mit ihren Konzilen, mit ihren Aushandlungen von Ansichten, die für wahr gehalten wurden und dann in Dogmen gegossen wurden. Das war ihre Wahrheit. Die Überlieferung war geboren. Und wichtig bei dem Ganzen ist noch der Begriff Kanon, ja, beziehungsweise der Prozess der Kanonisierung. Das heißt, der Aushandlung, österreichisch würde man sagen, Ausschnapsen, ja, der Aushandlung, und der Festlegung relevanter Schriften, Denker und Themen, die den Referenzrahmen der somit entstehenden religiösen Tradition manifestieren. Ich möchte nur mal kurz festhalten, das, was wir bringen auf unseren Kanälen, ja, das ist nicht Religion. Das ist was ganz anderes. Das ist die unverfälschte Lehre Jesu Christi. Hat nichts mit Religion oder Kirche zu tun. Ja, im Gegenteil, wir decken ihre Fehler noch auf und zeigen die Wahrheit auf. Und das ist eben das, was verborgen war. Das wird jetzt alles offenbar. Ja. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu diesem Kanon der Bibel, ja, genannt auch der Bibelkanon oder der Kanon der Heiligen Schrift, das ist jene Reihe von Büchern, die das Judentum und das Christentum als Bestandteile ihrer Bibel festgelegt haben und so zum Maßstab ihrer Religionsausübung gemacht haben. Ja. Jetzt kommt etwas für die Lateinkenner. Pristina Sanctorium Patrum Norma. Das heißt, die altehrwürdige Norm der Väter. Das ist diese religiöse Tradition. Ja. Das ist eine legitim anerkannte Tradition der Kirche und die muss respektiert werden. Ja, aber doch, was sagt die Bibel jetzt über diese Norm der Väter, die sie da vorgegeben haben? 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18. Dass das Blut Jesu Christi, das befreit uns von dem eitlen, nichtigen, vergeblichen, von den Vätern überlieferten Wandel. Ja. Die Neue Genfer sagt so, wir werden durch das Blut Jesu Christi befreit von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren, eure Väter geführt haben. Ja, und die haben ja diese Lehre weitergegeben, die haben nach dieser Lehre gelebt. Es war sinnlos, ziellos, ja. Das hat überhaupt nichts gebracht, ja. Und es ist so, dass, das werden wir später sehen, dass die Wahrheit nicht alle sehen können. Ja? Und wenn wir jetzt anschauen, in der Bibel gibt es in Lukas 24 das Gleichnis von den Emmaus-Jüngern, wo die Emmaus-Jünger nach der Auferstehung mit Jesus Christus unterwegs sind und sie erkannten ihn aber nicht, ja? Weil ihre Augen gehalten wurden. Warum ihre Augen gehalten wurden, das werden wir später erfahren. Ja? Und Jesus sagt noch zu ihnen, er macht ihnen den Vorwurf, ihr Unverständigen, und im Herzen zu träge oder zu schwerfällig, an alles zu glauben. Ja? Da sehen wir schon, das hängt jetzt wirklich mit Glauben zusammen. Und die waren ja schwerfällig, faul, träge, das nicht zu glauben. Ja? Und beim Abendmahl dann interessant, als sie das Brot, als Jesus das Brot brach, bei dem Abendmahl, das sie mit ihm gehabt haben, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Ja? Da sehen wir wieder einen versteckten Hinweis, was dieses Abendmahl, dieses Fleisch von Jesus Christus und das Blut von Jesus Christus, Brot und Wein, alles bewirkt. Ja, Erkenntnis. Ja. Das heißt, die haben so an den Schriften vom Alten Testament festgehalten, die waren so verbohrt drinnen und erkannten gar nicht, dass ihr lang ersehnter, verheißener Messias ja schon neben ihnen ging. Ja. Und das ist genauso bei uns, wenn wir so verbohrt sind, ja, im Glauben,
und so starr sind, dann geben wir den Heiligen Geist keine Einflussmöglichkeit, um uns Neues zu zeigen. Neues für unsere Zeit, Wichtiges für unsere Zeit, ja. Aber im Endeffekt, es kommt immer aus der Schrift, ja. Basis ist immer die Heilige Schrift. Und das sind die Menschen, die sagen, ich weiß ja alles, ich brauche das ja gar nicht, ich weiß es stimmt so wie es ist und ich brauche nichts, ja. Und ich war damals auch in einer Kirchengemeinschaft und ich habe ihnen gewisse Dinge gezeigt, die ich auch auf den Kanal hier immer wieder hervorbringe. Und die haben gesagt, das interessiert uns ja gar nicht, braucht man nicht. Ja, wir haben die Schrift, wir wissen alles, wir brauchen das nicht. Wir brauchen keine neuen Offenbarungen. Wir sind reich, wir haben alles. Offenbarung 3,17. Ich bin reich, ich brauche nichts. Doch du weißt nicht, dass du, der Elende, und bemitleidenswert und arm und blind bist. Wir sind einseitig geprägt durch die Orthodoxie. Was ist jetzt die Orthodoxie? Es ist eine strenge, wortwörtliche Auslegung der Heiligen Schriften. Ja, man könnte fast sagen, das ist ein papierener Papst. Und der persönliche Glaube richtet sich vollständig nach der Lehre der Kirche und nach ihren religiösen Führern. Und diese Lehren werden von den Menschen als selbstevident, das heißt, leuchtet ein, ne? Keines Beweises bedürfend, natürlich und unanfechtbar werden die wahrgenommen. Durch die Doxa, ja, weil Orthodoxie, Doxa, da steckt dieses Wort Doxa drinnen, das ist eine verbreitete Überzeugung oder eben eine populäre Meinung. Durch diese Orthodoxie werden die Herrschaftsstrukturen unsichtbar gemacht und verschleiert. Das heißt, die Herrschaft wird dann von den Untertanen oder von den Gläubigen nicht mehr als Herrschaft wahrgenommen, sondern als selbstverständlich, natürlich, legitim oder notwendig gedeutet. Ist ja so, weil es die ja sagen. Orthodoxie findet man in verschiedenen Bereichen. Ja, in fast allen Systemen, in den sozialen Systemen, in Politik, in Recht und in Religion. Und jetzt das andere Wort, Heterodoxie. Die Heterodoxie ist die Lehre, die von der offiziellen Kirchenlehre abweicht und wird als abschätzig bezeichnet, nämlich als Irrlehre, als Häresie, als Ketzerei, Sektiererei. Und das sind wir. Ja, weil wir hinterfragen die Orthodoxie der Religion und der Kirchen und wir stellen sie sogar bloß. Wir handeln nach Epheser 5,11. Habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Ja, und wir haben ja die Verheißung in Markus 4, 22 und 23. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar gemacht werden soll. Es ist nichts Geheimes, was ans Licht kommen soll. Wenn jemand Ohren hat, der höre. Und das ist immer dieser wichtige Zusatz. Das heißt, es ist schon geschrieben für alle, aber sie können die Wahrheit dahinter nicht verstehen. Sie haben zwar Ohren, aber sie können es nicht hören. Ja? Sie haben Augen und sehen es, sie lesen es genauso, aber sie können das nicht verstehen. Ja, man wird dann bezeichnet Sektierer oder Sektiererei. Ist einfach alles, was nicht zu den Großkirchen gehört, ist eine Sekte oder betreibt Sektiererei. Ja, andersgläubig als diese orthodoxe Masse halt. Was lesen wir in Apostelgeschichte 24,5? Da ging es um die Anklage der Juden gegen den Paulus. Ja, die haben gesagt über ihn, weil er eben eine andere Lehre dargebracht hat. Wir haben diesen Mann als eine Pest befunden, als einen, der unter allen Juden, die auf dem Erdkreis sind, Aufruhr erregt und als einen Anführer der Sekte der Nazaräer. Ja, das sind die Geweihten. Und interessant aber, wollen da manche mehr wissen, ja, Apostelgeschichte 28, 22, aber wir begehren von dir zu hören, welche Gesinnung du hast, denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass sie auch überall widersprochen wird, ja. Hoffnung für alle übersetzt so. Wir aber würden gerne erfahren, welche Ansichten du vertrittst, denn wir wissen von dieser Glaubensrichtung, dass sie sehr umstritten ist. Also da war dann schon die Neugier da, ja, zeig uns was ist deins, ja. Und
Ich erlebe es immer wieder oder probiert es selber mal aus. Poste einmal in sogenannten christlichen Gruppen, Jahwe alias Satan oder das Alte Testament braucht man immer mehr oder wir sollen halt kein Fleisch essen oder die Lehre der Reinkarnation oder das mit der zweiten Wiederkunft Christi, dass die nicht geben wird, dass sie vergeblich warten, ja. Die zwei Jesuse, eben der eine aus Bethlehem, der andere aus Nazareth und dass Jesus in der Offenbarung der Antichrist ist und so weiter. Ja. Es gibt viele Themen, ja. Dann wirst du nämlich gleich als Pest bezeichnet, als Irrlehrer, als falscher Prophet. Ja, da wirst du dann abgestempelt als der Heretiker und der Ketzer. Das Werk, man muss dann aufpassen, wenn man solche abstempelt und sie bezichtigt, dass sie ja dem Teufel dienen mit ihrer Lehre. Da muss man aufpassen, ja, weil wir wissen, dass ein Werk, das in Gott getan wird, und es wird dem Teufel zugeschrieben, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben wird. Ja. Auf der einen Seite werden wir bezeichnet als Irrlehrer, Heretiker, Sektierer, ja. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, warum ist es dann für die anderen stimmig? Warum passt's? Warum verstehen sie es? Ja? Wer Ohren hat, der höre. Ja, manche haben diese Ohren, aber sie hören eben nicht. Orthodoxie oder Orthodoxe behaupten, die Wahrheit allein zu besitzen. Und sie stützen sich auf ihre religiöse Tradition. Ja, und dort herrscht Hierarchie. Ja, und da haben wir wieder dieses Wort mit dem Stamm Achon. Ja, überall, wo diese Hierarchie drinnen ist, wissen wir, das ist ja schon einmal ein Zeichen, wo das herkommt. Ja. Ich habe ein interessantes Buch gelesen, und zwar ist das ein Buch über Heterodoxie, über Konzepte und über die Traditionen, vor allem in Religion. Ja. Und dort wird das sehr gut beschrieben. Ich möchte daraus ein bisschen was zitieren, nämlich damit man sich wirklich vorstellen kann, wie das da draußen abläuft. Ja. Weil Orthodoxie agiert aus einer Mehrheitsposition heraus oder aus einer Koalition mit Herrschenden, mit machtversehenen Instanzen und hat dadurch Ressourcen verschiedener Art zur Verfügung. Ja? Das ist diese Masse, die sich dann mit der Macht verbindet und dadurch entsteht diese Herrschaft, die ja natürlich, haben wir gesagt, von den Untertanen gar nicht als sowas erkannt wird. Ja? Und die Heterodoxie, so steht es in dem Buch auch drinnen, das sind, also Heterodoxie und ihre Vertreter sind in der Minderheitsposition. Und sie werden von der Gesellschaft stigmatisiert, sanktioniert, diskriminiert. Ja? Und die werden im Maß geregelt und unterdrückt. Und wenn wir schauen, es gibt viele Heterodoxisten. Ja? Es gab die Waldenser, die Katharer. Ja? Und die heutigen Heterodoxisten sind eigentlich wir sind die Nachfolger der unverfälschten Lehre Jesu Christi aus Nazareth. Ja? Und wenn man schaut, oder das Buch beschreibt das auch so, Orthodoxie ist gleichzusetzen mit einem offensiven Kampfbegriff, weil sie behaupten, dass die Andersgläubigen kein Recht haben auf ihre Deutung. Sie sind Schädlinge und müssen unschädlich gemacht werden. Diese intellektuellen Abweicher, die ja die allgemeine Wahrheit, in Klammer, also ihre Wahrheit, bedrohen, wurden schon immer entweder durch Korrektur, Ausschluss, Folter oder Tod bestraft. Ja? Das kommt uns irgendwie bekannt vor, wenn wir ins Alte Testament schauen, dieser Jahwe, wie er mit den Andersgläubigen umgeht, Ausrottung von Völkern, inklusive Kinder, Kreise, Tieren und, kommt uns bekannt vor. Ne? Also es war schon immer so. Wenn wir zurückschauen, die Wahrheit gehabt haben, die Vegetarier zum Beispiel, ja, denen wurde von der Kirche flüssiges Blei in den Hals gegossen. Ja? Menschen verbrannten auf dem Scheiterhaufen. Ja? Sie wurden gerädert, gehäutet, zerteilt, weil sie anders glaubten als vorgegeben. Ja. Gehen wir nochmal zu diesem Buch zurück über die Heterodoxie. Da lesen wir, dass die etablierten Errungenschaften, die bestehenden Systeme und Glaubensansichten, die geraten nun durch Kühnheit, durch Neues und durch Revolutionäres ins Wanken. Es scheint nur schon lange darauf gewartet zu haben, dass potenzielle Entwicklungslinien als Wege möglicher Erneuerung entdeckt zu werden. Und das ist das, was wir auch machen. Ja. Die Masse wird das nie akzeptieren oder als vernünftig ansehen. Weil es wird nicht jedem gegeben. Nur wer Ohren hat, der höre. Ja. Das ist der sogenannte, ich nenne es hier mal der innere Kreis.
Wie schaut das jetzt wirklich heute aus? Wir wissen, dass die Orthodoxie momentan in der Gefahr steht, hinterfragt und aufgedeckt zu werden. Die wissen das, ja. Und dadurch schieben sie wichtige, große Themen in den Vordergrund. Ja. Es hat begonnen mit den Immigranten, dann ist Carola gekommen, dann gehört das noch da dazu. Ja, und letztendlich gibt es ja noch was, das da. Um mit diesen ganzen Dingen, von der Beschäftigung mit der Wahrheit abzulenken und in den Hintergrund zu drängen. Und zusätzlich, wenn man schaut, wird noch die Angst geschürt. Ja, mit der Frage, was würde ablaufen bei einem Atomkrieg, bei einem Blackout? Was ist, wenn wir keinen Strom haben, keinen Sprit haben, wenn es das nicht mehr gibt? So arbeiten die, ja. Aber Jesus wusste das schon alles im Voraus und er wusste das, wie sich das alles auf seine Wahrheit auswirken würde. Und er hat auch das Ende ihrer ganzen Hierarchie und den Sieg der Wahrheit vorausgesagt. Schauen wir mal rein ins Evangelium des vollkommenen Lebens. Da sagt Jesus zu den Jüngern, aber nach euch, also die 12, werden Menschen kommen, welche anderen Sinnes sind und die durch ihre Unwissenheit oder durch Gewalt viele Dinge unterdrücken werden, die ich euch gesagt habe. Sie werden mir Worte zuschreiben, welche ich niemals gesprochen habe, und so sehen sie das Unkraut unter den guten Weizen, den ich euch gegeben habe, in der Welt zu sehen. Ja, und darum haben wir dieses Gleichnis Matthäus 13, ja, das Gleichnis vom Unkraut der Erde. Ich habe da 2 Videos drüber gemacht, ich stelle euch das rein. Da geht es darum, wer da was das Unkraut jetzt wirklich ist. Und hier wird beschrieben, dass wir es sind, die es ausreißen sollen. Und auch beschrieben, wann und wie das gehen soll. Ja. Weiter im Evangelium des vollkommenen Lebens. Dann wird die Wahrheit Gottes den Widerspruch der Sünde erdulden, aber so ist es gewesen und so wird es sein. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Und jetzt kommt's, eines meiner Lieblingswörter, aber, ja, das ist ein Fakt, eine Situation. Jetzt kommt aber das Aber. Aber es wird die Zeit kommen, da die Dinge, welche sie verborgen haben, enthüllt und bekannt werden. Und die Wahrheit wird freimachen, die gebunden waren. Alles, was verborgen war, wird jetzt offenbar. Ja, alles, was sie als Top-Secret hatten, das wird jetzt offenbar. Ich habe darüber ein Buch geschrieben. Ja, alles, was verborgen war, wird jetzt offenbar. Ich stelle euch das unten rein. Da gehe ich auf diese Materie ziemlich ein und beschreibe, was da jetzt wirklich alles offenbar wird. Ja, das ist das, was sich erfüllt, was Markus 4, 22 und 23 steht. Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werden soll. Es ist nichts Geheimes, das nicht ans Licht kommen soll. Und dann der Zusatz. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Ja, das betrifft nur den inneren Kreis. Der äußere Kreis hat zwar Ohren, aber sie hören nicht. Das findet man auch in diesem Matthäus 13, ja. Da steht, ich glaube im Vers 9 oder 19, da wird das Unkraut beschrieben und dann steht dieser Zusatz, mit ihren Ohren hören sie schwer. Sie haben Ohren, aber verstehen es nicht, hören nicht. Ja. Fakt ist, dass die Bibel enthält das Wort Gottes. Wurde und wird aber oft durch den Irrtum der Menschen verändert, sei es durch Versehen oder absichtlich. Und dieses wurde von Jahrhunderten zu Jahrhunderten genauso weitergegeben, ohne zu hinterfragen. Das heißt, wir haben es heute mit einer gefälschten Bibel zu tun. Aber meine Frage jetzt, sollen wir das Gold wegwerfen oder wegen der damit vermischten Schlacken verachten? Die Bibel sagt, wenn wir das tun, dann sind wir töricht. Ja, und wenn wir jetzt schauen, bei den meisten, also die meisten Fehler von den Materialisten und den Bibelfundamentalisten oder den Orthodoxlern entstehen, wenn sie die Bibel lesen, aus dem Verständnis, wo sie nur das lesen, was beschrieben steht, diese Örtlichkeiten, die materiellen Dinge, ja, obwohl sie eigentlich auf was ganz anderes schauen sollten, ja. Da geht es um viel mehr, da geht es um die ganzen Rahmenbedingungen, die Bedingungen, die Essenz, das Prinzip, was da aus den Worten eigentlich rauskommt. Das sollte verstanden werden, ja. Und für sie ist der Buchstabe nur eine Schrift, ja, aber das ist dann nur der Schatten der göttlichen Wahrheit. Ja, und
das ist nur ein Schatten, ja. Und darum sagt man auch, beschreibt die Bibel, dass die Wahrheit ist wie eine wertvolle Perle, ja. Und die liegt nicht einfach so da. Die musst du suchen. Die musst du unter vielen Mühen und Anstrengungen suchen. Aber dann, wenn du sie gefunden hast. Ja, und es ist auch so, von diesen apokryphen Schriften und diese ganzen alten Papyri, die wir hier haben, wird oft behauptet, es sei ein Sack mit Falschgeld. Aber doch enthält es erstaunlicherweise einige sehr kostbare, echte Münzen. Ja? Nicht alles, da muss man eben wirklich forschen und alles im Zusammenhang erkennen. Ja? Exegese, Hermeneutik, das ist sind so zwei Begriffe, wo man jetzt nicht nur einen Begriff rausnimmt, sondern wo man das alles zusammenfasst, mit dem Herzen, mit dem Menschenverstand, dann wirklich draufkommt, was ist da jetzt wirklich die Wahrheit. Ja? Wir sagten ja, dass Jesus vorausgesagt hat, dass es das Ende naht, wie es am Ende ausschauen wird und dass diese ganzen, die da das alles manipuliert haben, eben ein Ende haben werden. Ja? Das haben wir im Evangelium des vollkommenen Lebens in Kapitel 61, Vers 3. Die Überschrift: Jesus prophezeit das Ende dieses Zeitalters. Und in diesen Tagen, ja, legt es bitte jetzt um auf unsere heutige Zeit, in diesen Tagen werden die Mächtigen der Länder, werden die Reichtümer der Erde sammeln und zu ihrer eigenen Lust werden sie die vielen anderen unterjochen und sie benutzen, um ihre Reichtümer zu vermehren. Und sie werden sogar die Tiere unterjochen. Und jetzt kommt wieder mein Lieblingswort. Aber Gott wird seine Boten senden und diese werden seine Gesetze verkünden, welche die Menschen durch ihre Überlieferung verleugnet haben. Ja, und da erfüllt sich eigentlich das, was in Römer 1,18 steht. Alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und auch Lukas 11,52, wo Jesus sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten, Klammer Bibelfundamentalisten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen, ihr selbst seid nicht hineingegangen und die reingehen wollen, die habt ihr gehindert, ja. Stigmatisiert werden sie, niedergedrückt. Evangelium des vollkommenen Lebens 27,13. Jesus predigt zur Vernunft und zu Herzen gehend. Und wer Menschenverstand noch zu benutzen weiß und offene Ohren hat und ein reines Herz hat, der wird wissen, ob diese Worte die Wahrheit Gottes für unsere Zeit sind oder nicht. Ja, da kann die Wahrheit überzeugen. Wenn ich nicht diesen Blick habe, sondern die Möglichkeit gebe, anders zu denken. Ja, ich habe es auch gemacht. Ich hatte auch früher geglaubt, dass die Schriften des Alten Testaments die Wahrheit sind. Ja, und habe auch diesen strengen Gott, ja, ich habe mir gedacht, ja, der strenge Strafende, das gehört dazu und. Aber ich habe immer weiter geforscht, weil ich mir gedacht habe, da kann irgendwas nicht stimmen. Ja, das passt nicht zusammen, wenn wir schauen, wie Jesus gelebt hat und wie Jesus seinen Vater präsentiert hat. Und ich habe immer weiter geforscht. Ich habe die Perle gesucht. Ich habe sie gefunden, ja. Wie gesagt, es gibt einen äußeren Kreis und einen inneren Kreis, ja. Aber da verrate ich euch jetzt nicht mehr. Das kommt dann im nächsten Teil. Da gehen wir dann noch tiefer in diese ganze Materie hinein. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer Gottes reichsten Segen.